Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker, Autor und Podcaster. Ich habe eine Folge vom QS-Tag 2025 mitgebracht. Dieses Jahr war der QS-Tag echt ein Highlight. Tolle Gespräche, tolle Menschen, spannende Vorträge und eine ausverkaufte Veranstaltung. Da freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Aber vorher gibt es noch einiges zu tun. Bei mir zu Gast war Tobias Geier. Mit ihm habe ich über exploratives Ensemble-Testing gesprochen. Er nutzt es seit über 2 Jahren und hat seine Erfahrungen und seine Erkenntnisse mit uns geteilt. Ein spannendes Thema, das ich künftig auch in meine Projekte mitnehmen werde. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hallo Richie, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total. Du warst schon lange in meinem Backlog drin. Das ist also, wurdest mir schon empfohlen und dann habe ich gedacht, ja, auch selber, ich kenne dich ja so ein bisschen auch aus der Konferenzenbranche und aus der Testing-Community. Und habe gedacht, das wäre mal cool, wenn wir eine Folge zusammen machen. Und jetzt hier am QS-Tag haben wir es geschafft. Ich finde es voll gut. Ganz super. Ja, also, du hast mir ein kleines Geheimnis vorher heute in der Früh erfahren. Du hast noch gar nicht so viele Speeches auf Deutsch gehalten, ne? Du bist eher im englischsprachigen Kontext. Richtig, ja. Also tatsächlich die meisten Konferenzen, auch auf denen, wo ich in Deutschland bin, die mache ich dann auf Englisch. Ja. Gerade Agile Testing Days oder sowas hat Konferenzsprache Englisch. Ja. Ich glaube, es war jetzt einmal auf dem German Testing Day und einmal auf dem QS-Tag bisher, wo ich Deutsch gesprochen habe. Ja. Ja, gut. Das ist ja, sagen wir mal, eine neue Erfahrung dann. Ungewohnt, ja. Ja, genau. Ja, ich habe so in dein Abstract reingeschmökert und da geht es um exploratives Ensemble-Testing. So ein bisschen dein Erfahrungsbericht nach 2 Jahren der Anwendung. Und das finde ich natürlich super spannend, weil zum einen quasi das Thema an sich, was machen wir da eigentlich? Und zum anderen natürlich jetzt auch, was sind deine Erfahrungen heute, da mal drauf zu schauen. Ja. Lass uns da mal vielleicht einsteigen. Du, 2 Jahre macht ihr das, was ist denn das und warum habt ihr denn damit angefangen? Okay. Exploratives Ensemble-Testing. Ensemble-Testing kennt man vielleicht noch unter dem alten Begriff Mob-Testing, Mob-Programming und sowas, bis Menschen klar wurde, dass Mobbing jetzt nicht das beste Wort ist. Und dann hat es auf Ensemble umgemünzt. Ensemble heißt einfach nur, wir sitzen als eine Gruppe von Menschen vor einem Computer, testen darauf eine Software gemeinsam mit klar definierten Rollen. Man kennt das ein bisschen auch aus dem Pair-Programming vielleicht, wo es so dieses Driver-Navigator-Pattern gibt. Das gibt es hier auch. Wir haben den Driver, der sitzt am Computer, der tut. Der darf aber keine Entscheidung treffen. Wir haben den Navigator, der trifft die Entscheidungen, darf aber den Computer nicht anfassen. Jetzt passiert entweder gar nichts oder die beiden fangen an miteinander zu reden und dann passiert was. Und wir haben den Rest der Gruppe, das Ensemble, das beobachtet, das wirft auch Ideen mit rein. Aber der Navigator ist immer die Person, die entscheidet, machen wir es oder machen wir es nicht. Und diese Rollen rotieren dann in einem festen Zeitraster durch, sodass auch, also wenn man im Ensemble sitzt und so die bombastische Idee hat und unbedingt was machen will und der Navigator sagt immer nein, irgendwann ist man selber Navigator und dann wird's halt gemacht. Genau. Und das Ganze kombiniert dann eben mit explorativem Testen, dass wir eben nicht mit vordefinierten Testfällen anfangen, sondern in dem Fall, wie wir es gemacht haben, wir haben eine Charter, eine grobe Idee, was wir uns anschauen wollen. Und dann machen wir das erste Experiment als Ensemble und dann lernen wir was über das System üblicherweise und das informiert dann unsere weiteren Experimente, die wir tun. Mhm. Jetzt hast du gesagt, durchrotieren. Was ist da so ein typischer, sagen wir, Zeitraum generell für so eine Session, aber auch für das Rotieren? Ist das Vom Rotieren sind wir bei uns zwischen 8 und 10 Minuten üblicherweise, dass wir da durchtauschen. Testdauer, je nach Gruppe kann man das beliebig lange treiben. Einfach aufgrund der aktuellen Projektsituation und sowas sind wir üblicherweise bei 1,5 Stunden für die komplette Session. Davon ist ein bisschen was Vorbereitung und Intro, ein bisschen was Nachbereitung am Schluss. Also 1 Stunde reine Testzeit ist es auf jeden Fall. Meistens noch ein bisschen mehr. Und das sind ja verschiedene Rollen. Wie habt ihr das bei euch besetzt, quasi aus dem Projekt heraus? Also habt ihr da bunt gemischt oder wie? Als ich es eingeführt habe, habe ich die Einladung einfach quasi ans komplette Entwicklungsteam verschickt. Also wirklich die Entwicklungsmannschaft, Projektmanager, Produktmanager, die habe ich alle mal mit eingeladen. Das hat dann relativ viele Absagen gehagelt, davon war ich fast ausgegangen. Ich habe eine gute Truppe aus der Entwicklungsmannschaft wirklich dabei jetzt und gerne mal den Produktmanager nochmal mit dabei. Wenn man so, was war denn für dich so der Auslöser, dass zu sagen, das
wollen wir machen? Also ich meine, da muss man ja mal hinkommen, dass man sagt, wir wollen Ensemble-Testing ausprobieren und machen. Ich hatte den Begriff schon länger gehört, aber ich war 2022 auf dem German Testing Day, online damals. Da hat Lisi Hocke einen Workshop dazu gemacht. Und da konnte ich das halt wirklich mal praktisch ausprobieren. Dann noch dazu gleich in so einem Remote-Setting, was dann nochmal eine Spezialvariante ist. Und habe einfach gemerkt, ey, das funktioniert. Ja, also das ist eine Methode, ich glaube, die braucht einmal die Live-Erfahrung, um zu merken, okay, das funktioniert wirklich. Dieses Rollenrotieren ist nicht komisch, das macht Sinn. Die Gruppe zusammenarbeiten, das funktioniert wirklich. Und mich hat das voll überzeugt. Aber ich hatte halt so ein bisschen auch die Entwicklungsmannschaft im Kopf und ans Testen haben sie sich gewöhnt. Exploratives Testen finden einen Großteil davon eher doof. Und wenn sie dann noch in einer Gruppe zusammenarbeiten müssen, wird es richtig schwierig. Ich dachte, okay, ich brauche das gar nicht erst anfangen. Und dann hatten wir aber tatsächlich das Problem, dass wir halt immer mehr Probleme in späten Testphasen gefunden haben oder dass auch von firmeninternen Stakeholdern halt Feedback kam, aber immer so gerade so spät, dass wir es nicht mehr geschafft haben, das halt noch ins aktuelle Release reinzubringen. Und wir sind auf 2 bis 4 Releases im Jahr. Also so Push-to-Production ist bei uns nicht. Und das hat halt viele Leute frustriert. Und dann habe ich halt nur gesagt, okay, ich hätte eine Idee, ich habe da diese Methode, wir könnten es mal ausprobieren, habe es ein Experiment genannt. Und das gab positives Feedback und seitdem machen wir das regelmäßig. Und das hilft auch wirklich dabei, eben dieses Feedback früher zu kriegen. Ja, regelmäßig heißt wie oft bei euch? Wie oft macht das? Wir haben 4-wöchentliche Sprints und wir machen es alle 4 Wochen. Ah ja, okay. Also das ist ja echt eine gute Pace dann auch. Ne? Also einmal im Monat so eine Session zu machen. Ne? Das jetzt 2 Jahre später. Haben wir eine Menge gelernt. Was ist davon übrig? Ja, gerade ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Die Sessions sind noch da. Die Terminserie steht noch. Die ist auch tatsächlich Anfang des Jahres ausgelaufen und es wurde sich dann aus Entwicklungsseite beschwert, wo denn die Terminserie hingekommen ist. Ja. Also man hat das mittlerweile mit Begeisterung aufgenommen. Wir hatten jetzt leider einen größeren Produktumbau, bei dem es keine sinnvollen Charter gab, die wir hätten testen können. Deshalb haben wir das jetzt auch ein paar Mal pausiert. Aber tatsächlich nächste Woche startet die nächste Session. Da geht's wieder weiter. Und ja, die Gruppe an Leuten, die teilnimmt, ist auch so ein bisschen geschrumpft über die Zeit, aber sie ist noch da. Und es reicht jedes Mal für 2 Ensembles auf jeden Fall. Also wir haben immer noch genug Leute, die es mitmachen. Wie viele sind das so? Wie viel habt ihr da? Also ein Ensemble hat, in meiner Erfahrung mit meinen Leuten, your context may be different, 5 Leute für ein Ensemble ist ein guter Startpunkt. Ab 10 Leuten trenne ich es auf. Ja. Okay, ja, das ist ja, also da macht das ja auch Sinn dann mit dem Rotieren und so, dass man da auch verschiedene Perspektiven reinkriegt, ja. Wie sieht es denn da so aus, also jetzt über die 2 Jahre, was ihr denn da, sagen wir, an Fehlern gefunden habt oder an Erkenntnisgewinn gehabt habt daraus? Also als Fehler gefunden haben wir ungefähr alles. Also wirklich, ja, so von 2 Mausklicks bis zu Exception-Fehlern, bis Usability-Probleme, das kommt relativ viel. Da merken wir sehr stark, dass wir sehr kleinteilig featuregetrieben arbeiten und auch die Entwicklungsmannschaft eben kleinteilig featuregetrieben unterwegs ist. Und wenn man dann doch mal anfängt, eine Charter zu machen, die größere User-Workflow ist, durchs ganze Produkt und die Leute das Produkt auch wirklich starten und sich nicht nur auf die Unit-Tests verlassen, dann merkt man schon, okay, hier hakt's und klemmt's noch so ein bisschen. Wir hatten aber auch mein fantastisches Lieblingsbeispiel, das auch in einem Vortrag vorkommt, den ich hier halten darf, ist eine Session, da haben wir an einem Feature gearbeitet, wo formatierter Text in einem großen Eingabefeld bearbeitet wird. Und da wurde sehr viel Arbeit reingesteckt, dass wenn sich Zeilen verschieben oder was gelöscht und eingefügt wird, dass das alles noch zusammen funktioniert. Und das ging. Wir haben lange getestet, es war fantastisch. Und dann saß der eine Produktmanager da drin und der wurde Navigator und sagte, so, jetzt verschieb mal den Text mit Drag and Drop. Und hier saßen alle dran, das geht doch gar nicht. Und er sagt, doch, markieren einen Text im Eingabefeld und dann machst du Drag and Drop und dann verschiebt's den. Ja. Er macht das, zack, bumm, irgendeine interne Exception und wir haben alle wieder was gelernt. Sehr schön. Also das ist so das eine. Was ich aber auch stark merke, was auf Entwicklungsseite viel gelernt ist, ist eben Testideen, Testmethodik. Wie kann ich meine Software nochmal selber ein bisschen auch auf Probleme abklopfen? Mein absolutes Highlight, und das hatte ich jetzt nur 2-3 Mal in Sessions, ist, wenn das Ensemble Sachen ausprobiert
und dann denkst du, oh, jetzt haben wir einen Edge Case gefunden, jetzt haben wir irgendwas, jetzt geht's bestimmt gleich kaputt. Und die Person, die es entwickelt hat, sitzt so drin. Habe ich selber schon ausprobiert. Ja, aber da merkt man eben genauso dieses, okay, da baut sich ein Testwissen auf. Explizit oder implizit ist eine andere Frage, aber da baut sich eben ein Testwissen auf und ein Gefühl dafür, okay, was muss ich denn noch alles ausprobieren, was abseits des Happy Path läuft. Und das ist sehr schön. Also wenn ich das so höre, das klingt ja wirklich auch nach einem echt coolen Lernmethodik, um gerade jetzt einmal so Entwickler, die jetzt eigentlich so mit Testen vielleicht oder mit diesem Big Picture wenig zu tun haben, denen auch ein bisschen den Kontext, die Klarheit zu geben, was passiert da eigentlich mit der ganzen Software. Und das nehmen die natürlich mit, sobald die dann raus sind aus der Session für den nächsten Sprint oder sowas. Und das kann sich, glaube ich, gut entwickeln über die Zeit. Ne? Ja. Das ist auch bei mir... Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie so eine Flugbegleiterin. Am Anfang, ich erkläre immer noch mal ganz kurz so die Grundregeln, wie die Session abläuft. Und eine der Grundregeln ist auch, unser Ziel ist es nicht, die Software kaputt zu machen. Unser Ziel ist es nicht, Fehler zu finden. Wir werden Fehler finden, denn jede Software hat Fehler. Aber unser Ziel ist es, anhand der Charter was über das System zu lernen. Und das funktioniert auch wirklich. Mhm. Wie ist denn jetzt so über die 2 Jahre... auch die Stimmung im Team, also gab es da mal so Vorfälle auch, wo mal gestritten wurde oder man sich überhaupt nicht einig war, wie damit umzugehen ist, oder war das immer so ein guter Fluss an Teamdynamik, die da war? Das war immer ein guter Fluss an Teamdynamik, also so während der Session, das läuft immer ganz gut. Genau. Was wir strikt trennen, ist auch so, während die Session läuft, versuchen wir in einem Fluss zu bleiben, versuchen wir explorativ zu testen und auch so ein bisschen so aus dem Improv, so dieses Yes and. Also es gibt keine schlechten Vorschläge, so wir versuchen Vorschläge immer einzubauen, um da im Fluss zu bleiben. Und wir schreiben Notizen. Die sind erstmal, also Exceptions sind klar, ne, oder Toolabsturz ist logisch, okay, hier haben wir ein Problem. Aber die Notizen sind erstmal möglichst wertfrei. Und ich setze mich dann 1-2 Tage später mit Produkt- und Projektmanagern zusammen und dann besprechen wir die Notizen. Und dann leiten wir ab, okay, was davon ist jetzt wirklich ein Bug, was müssen wir fixen, was können wir akzeptieren, was ist vielleicht auch falsch verstandenes Produkt. Dann sollten wir vielleicht Doku schreiben. Genau, aber dadurch bleiben wir da ganz gut im Fluss und fangen nicht so diese Diskussion her. Aber es ist kein Bug, aber doch, das ist ein Bug. Also er trennt das komplett raus, quasi sagt, das wird im Nachgang betrachtet, was ja auch Sinn macht. Ja. Wenn du so die 2 Jahre anschaust, was hat denn da so eher überwogen? Eher so das Kreieren neuer Ideen oder neuer Möglichkeiten vielleicht oder eher das Fehler finden? Wo lag denn da mehr der Fokus in dem, was dann rausgekommen ist? Ja, wir haben tatsächlich schon eher mehr Fehler gefunden. Wobei eben bei diesen Fehlern ganz explizit Usability ist da bei uns, vielleicht liegt es auch an uns, aber ist tatsächlich auch ein großes Thema, was man da findet. Und das, ja, Usability-Fehler oder Verbesserungsvorschlag, ne, wo grenzt sich das noch ab? Aber wir sind eher da beim Fehlerfinden unterwegs tatsächlich. Und manchmal muss man da auch das Ensemble so ein bisschen stoppen und sie daran erinnern, ja, es ist schön, dass ihr jetzt gerade den Fehler gefunden habt. Ihr braucht jetzt nicht noch 20 Varianten finden, um den gleichen Fehler zu reproduzieren. Wir haben ihn, es reicht, macht was anderes. Ja. Okay. Jetzt ist ja so eine 2 Jahre, wenn du sagst, 4 Wochen, alle 4 Wochen, das kann ja auch mit der Zeit, kann ich mir vorstellen, für so ein Team so ein bisschen ermüdend sein. Ne? Wir dann irgendwann sagen, ach komm, jetzt schon wieder, ich weiß schon nicht mehr, was ich da tun soll, immer die gleiche Leier. Wie hältst du da oder wie haltet ihr da quasi die Motivation und top, dass die Leute auch noch ein bisschen Spaß dran haben, da hinzukommen? Also das eine, was massivst hilft, ist, dass wir immer eine andere Charter haben. Deshalb auch der 4-Wochen-Rhythmus, so da ist mindestens ein Sprint vergangen. Wir haben hoffentlich ein neues Feature, das wir uns angucken können, das wir noch nicht angeschaut haben. Oder wir nutzen mal ein altes Feature mit einer neuen Persona oder sowas. Aber wir gucken, dass wir halt einerseits vom Testen inhaltlich was Neues haben. Und tatsächlich merke ich auch, viel Motivation kommt auch daraus, dass diese Session 1,5 Stunden rausnehmen aus dem Alltagsgeschäft ist. Und dadurch, dass sie nur alle 4 Wochen passiert, hat es, glaube ich, noch so einen gewissen Neuheitscharakter jedes Mal wieder. Also ich habe auch schon Beschwerden dafür gekriegt, wenn ich die Sessions abgesagt habe. Ja, okay. Ich habe mich doch so drauf gefreut heute, jetzt hast du sie abgesagt, so, was soll das denn? Also die Motivation ist da. Was würdest du denn sagen, sind denn so typische Fallstricke, wenn man, also wenn jetzt jemand hört, dass die Podcast denkt, ja, das mache ich jetzt auch, legt voll motiviert Vollgas los und
was sind so die Sachen, die Fettnäpfchen, Painpoints, die dann einmal auftreten können, aus deiner Erfahrung? Ja, also 2 große Sachen sehe ich. Der erste Painpoint ist, glaube ich, der, in den fast jeder reinrauscht und jede mitschreiben. Das war auch in dem Workshop mit Lisi war das auch so. Wir waren ein fantastisches Ensemble. Wir haben so viel gutes Zeug gemacht. Und am Schluss kam dann von Lisi so, ja, was habt ihr denn gefunden? Und dann fängst du hektisch an nachzudenken, was haben wir denn gemacht? Was waren denn die Fehler? Und wie haben wir es denn eigentlich hingekriegt und so? Währenddessen mitschreiben ist einerseits super wichtig, andererseits gar nicht so einfach. Weil man kommt natürlich schon auch so in einen gewissen Fluss rein und hey, wir probieren hier noch und da noch. Da dabei zu bleiben, das ist tatsächlich schwierig. Und meiner Erfahrung nach, gerade wenn entweder neue Leute ins Ensemble reinkommen oder wenn so ein Ensemble die ersten paar Male da startet, die Leute daran zu erinnern, es gibt Rollen, die haben einen Grund, ihr rotiert, ihr kommt dran, aber haltet euch an die Rollen. Ich hatte auch einen fantastischen Fall, den werde ich nie in meinem Leben vergessen, wo eine Person aus dem Ensemble anfing, also nach der zweiten Ansage schon so, hey, wir haben Rollen, da kam diese Person dann und meinte, Navigator, sag mal bitte dem Driver, er soll Button A klicken, XY eingeben, dann Feature Z auswählen und dann noch Y machen. Und wir dann sagen wir, okay, volle Punktzahl für kreative Ausnutzung der Regeln. So, du hast dich an alles gehalten, aber so soll es ja nicht funktionieren. Also da dabei zu bleiben und auch die Leute dran zu erinnern. Wir haben immer einen Timer, aber den überhört man dann auch mal. Und dann klingelt der Timer und ich bin doch gerade an was dran und das will ich jetzt noch fertig machen und plötzlich sind 10 Minuten rum. Das sind so ein bisschen die großen Fallstricke, die wir hatten. Wenn du jetzt so schaust auf die 2 Jahre und was jetzt so, wie ihr das jetzt vielleicht weitermacht, gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, das würde ich gerne noch verändern, aber geht gerade nicht, weil auch immer, na? Oder da möchtest du noch hinarbeiten, dass sich das nochmal irgendwie transformiert oder so? Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich noch mehr Leute wieder in die Sessions reinkriege. Das Entwicklungsteam ist deutlich größer wie die Menschen, die ich da drin habe. Der eine Teil kam von Anfang an gar nicht erst rein, die anderen haben irgendwann aufgehört. Das würde mich freuen. Und was eine zweite Sache ist, das startet jetzt auch tatsächlich gerade. Wir haben auch intern ja nochmal verschiedene Abteilungen, die quasi interne Kunden sind, vor den echten Kunden, die noch mit in die Sessions reinzunehmen. Allerdings müssen wir da massivst aufpassen, haben wir schon festgestellt in Gesprächen und so prototypischen Sessions mit denen, die können sehr dominant werden. Also wahrscheinlich wird es auf 2 Sessions rauslaufen. Die eine mit der Entwicklungsmannschaft, die andere, wo dann die noch mit eingebunden sind und dann vielleicht einzelne Vertreter der Entwicklungsmannschaft, um da auch nochmal so einen Wissensaustausch hinzukriegen, ohne dass das zu dominant wird. Mhm. Wenn du jetzt heute nach 2 Jahren Fazit ziehst, was sind so deine 2, 3 Key Learnings, wo du sagst, so fasst du es zusammen, dein Erlebnis mit explorativem Ensemble-Testing? Das erste große Key Learning ist, alle, die davon schon mal gehört haben oder jetzt durch den Podcast davon hören und denken, ich würde gern, aber ich glaube, nee, so wie es mir ja auch ging, einfach machen. Einfach mal ausprobieren. Im Endeffekt, es ist eine Meeting-Einladung, man braucht vielleicht einen Meetingraum, 1,5 Stunden, das fliegt unter jedem Managementradar durch, zumindest meiner Erfahrung nach, das stört keinen. Meeting-Einladung darf man machen, egal wie viele Leute drin sitzen. Einfach machen und probieren und davon überrascht werden, wie gut es die Leute dann doch selber wirklich auch finden. Und auch für mich ein Learning, es ist eine fantastische Methode, EntwicklerInnen klarzumachen, testen kann Spaß machen. Ja. Ich glaube, das ist also mit auch dieses Lernen und also die Begeisterung auch zu schaffen für unsere Profession, die wir ja haben, aber das auch nochmal zu vermitteln und auch da in Austausch zu kommen, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja. Tobias, vielen lieben Dank für deine Insights hier. Ich finde das super. Man merkt auch, du bist in dem Thema so richtig, nicht verbrannt, wollte ich jetzt sagen, stimmt gar nicht. Du brennst für das Thema. Das ist dir ein Anliegen, das finde ich total wertvoll, weil ich glaube, gerade solche Vorgehen, solche Modelle umzusetzen, mal auszuprobieren, das kann total viel bringen, viel mehr als vielleicht noch irgendwie ein neues Tool zu kaufen oder so. Darum finde ich es toll, dass du es hier geteilt hast und wir packen ja auch deine Daten auch unten rein, wobei dich kennt man auch da findet man dich überall, falls da noch Rückfragen sind dazu. Und ja, ich danke dir, dass du hier warst und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei der Konferenz hier.
Vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, danke. Danke.